Nanu, wer könnte das denn sein? So, Herr Friedrich, das Eis ist nicht crushed, aber wenn du ein bisschen drauf rumbeißt, das ist crushed. Und ich habe sogar noch eine Überraschung, also der Alkohol fehlt noch. Und du wolltest Limone, ich habe noch eine halbe. Das ist der Hammer. Ja, da ist der Havanna, du sagst Stopp, ja? Das weiß ich noch nicht. Ja, ist gut, danke. Das war kein Stopp. Ich bin dann eher für Jack. So. Mach mal unsere Ton, ne? Ja, das machen wir. Also, obwohl das wäre dann Cuba Libre. Ach nee, Cuba Libre ist mit rum. Ne? Das ist ja eben. Dann ist das hier ein Tennessee Libre oder so. Also, Super. brauchst du ein Tuch? Nö. Also, Konzept kennst du ja, Ping-Pong, ne? Ich stelle dir eine Frage und du mir. Und Ja. du tust so, als ob die Fragen, die du mir stellst, dich auch echt interessieren. Okay. Okay, ich versuche das gleich. Ich hab tatsächlich eine Frage. Echt? Ich hätte ja recherchieren können. Vielleicht, die Frage hast du sicherlich oft schon beantwortet, aber ich will es einfach wirklich wissen. Solar Fake heißt was? Also Fälschung, ja, Solar ist irgendwas mit Sonne, aber Ja. hat das irgendeinen... Ja, hat tatsächlich einen Sinn. Prost. Das war's auch schon mit Sven Friedrich. Genau, wir sehen uns dann. Das hat tatsächlich eigentlich den Hintergrund, dass ich gegebene Sachen in Frage stellen oder ja, stellen will. Also dass ich Sachen, die man, ja, weiß ich nicht, die halt so normal sind wie die Sonne zum Beispiel. Nicht unbedingt nur die Sonne, du Ja. weißt schon, ne? Also Ja, einfach so Das ist Fixpunkte das, was selbstverständlich einfach, ist, ne? genau, zu hinterfragen und irgendwie ja, da mal dahinter zu gucken. Das ist eigentlich so der Sinn hinter diesem Bandnamen. Wo kam die Idee, weißt du das noch? War das so eine Erleuchtung? Ich habe nie so weit wie eine Erleuchtung. Eigentlich hatte ich das Cover vom ersten Album zusammen mit dem Namen dieses Projekts und mit dem Plattentitel zusammen. Das war so eins irgendwie. Im Nachhinein gefällt mir das Artwork gar nicht mehr so sehr. Aber Das ist ja häufig so. ist ja Dass normal. man ein paar Jahre später denkt man, das ist irgendwie geiler machen kann. So, was könntest du denn jetzt mal so tun, als Das würde es ist, was du dich, mit Ping-Pong meinst, würde es oder? dich interessieren, was du jetzt von mir wissen wollen könntest? Mich interessiert eigentlich, wie du zum Gesang gekommen bist. Witzig eigentlich. Ich bin ja klassisch ausgebildeter Cellist, seit ich 5 bin angefangen. Ich habe immer so ein bisschen rumgeklimpert auf der Gitarre mit 12, so Guns N' Roses, hier ist Knocking on Heaven's Door, Quatsch und so. Aber ich habe mich nie als Sänger betrachtet. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir unglaublich Spaß macht, zu singen. Als ich 17 war, ich war ja auf der Waldorfschule, da machten wir immer so Schulaufführungen und so Theater. Ist das wirklich so? Ja, ja. Also Es wird sehr gefördert. Also jedes Jahr quasi ein Theaterstück oder ein Musical oder irgendwas aufführst. Und wir haben auf meine Intention hin die Drei-Groschen-Oper gemacht. Okay. Es gab 2 Besetzungen. In der einen Besetzung habe ich also eine Nutte gespielt, weil Drei-Groschen-Oper ist ja auch so eine Nuttenstory. Ja. Da war ich auch das erste Mal quasi eine Transe, was ich heute auch ganz gerne mal einfach mache, aus Spaß, mich so ein bisschen zu verkleiden. Und in der anderen Besetzung habe ich dann die Hauptrolle gespielt, den Mackie Messer. Und da habe ich auf der Bühne gesungen, auf einmal vor so 300 Mann in der Schulaula. Bertolt Brecht, Kurt Weil mit Soldaten wohnen auf den Kanonen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie eine Stimme, das war so kurz nach dem Stimmbruch, ich kam sehr spät in den Stimmbruch, erst mit 16. Ich habe gemerkt, okay, die ist so ein bisschen rau, so ein bisschen kaputt. Und das ist cool. Und das hat mir voll Spaß gemacht. Und dann habe ich kurze Zeit später meine erste Band gegründet, die auch halt so ein bisschen düster war, die es schon seit Ewigkeiten natürlich nicht mehr gibt. Und habe gesagt, okay, ich singe jetzt mal. Ich betrachte mich witzigerweise bis heute nicht als Sänger, weil Sänger sind für mich Leute wie, keine Ahnung, Freddie Mercury oder der Sänger von Muse oder was weiß ich. Also Leute, die halt so richtig krass singen können. Ich bin ein Typ, der singt, aber ich würde mir selber nicht herausnehmen, mich als Sänger zu betrachten. Aber das war eigentlich so der Auslöser, dieses Musical. Würde ich auch gerne mal wieder singen. Ich habe ja noch so ein Deutschprojekt gemacht, ich habe so eine Kapelle, diese Platte gemacht. Und da würde ich total gerne mal diesen Soldatensong covern. Das Problem ist, der ist, was so Rassismus anbetrifft, Bertolt Brecht auch ein bisschen hart. Und das sind so Texte, die will man vielleicht nicht veröffentlichen. Das ist dann im Rahmen der Drei-Groschen-Oper cool.
Was ich gerne mal wissen würde, du mit deinen, also ich bin ja auch so ein Typ, der irgendwie mal hier und da und die Band, die und alles mal machen. Du hast quasi 3 Bands, für die man dich kennt. Dreadful, Solar, Seraphins irgendwie. Gibt es irgendwas, wo du am meisten sagst, dass es dein Baby ist? So jetzt, oder kann man das nicht sagen? Also jetzt momentan ist es auf jeden Fall Solar Fake, weil da arbeite ich seit jetzt also in den letzten Jahren einfach wirklich am intensivsten dran. Und da bin ich nicht von anderen abhängig, das finde ich gerade sehr angenehm irgendwie. Da Du machst quasi alles alleine im Spiel. Ja, genau. Ich kann das Tempo selber bestimmen. Ich muss nicht warten, bis irgendjemand irgendwas eingespielt hat und so. Dafür fehlt mir natürlich der Input von Anna. Das ist halt so. Damals, also bei Gründung von Seraphin war halt Seraphin mein Baby sozusagen. Ja. Das habe ich mir hoch ausgedacht, mehr oder weniger zusammen mit unserem Produzenten damals. Und ja, ich sag mal, ich weiß nicht, also momentan ist es definitiv Solar Fake und das wird so, glaube ich, bleiben. Wie ist, also würde ich noch eine Frage nachliefern, wie ist denn das? Gibt es nochmal ein Seraphin-Album? Oder Dreadful Shadows? Also Dreadful Shadows glaube ich wirklich nicht, weil damit sind wir durch. Also das ist einfach... euer Cover, Twist in My Sobriety, ist einer der Songs, die wir im Nightliner in unserer Nightliner-Playlist haben. Den lege ich auch total gern auf. Echt? Ja, weil einfach ich die Stimme da so geil finde. Und dann kommt der Song und dann... Muss mich mal ausziehen jetzt. Ja, mach mal, bitte. Dann kommt der Song, Twist in My Sobriety, und dann kommen Fans zum DJ-Pult und fragen, bist du das? Sag ich, nee, ist der Sven. Ah, siehst du. Ne, das ist doch schön. Also ich würde mich ja freuen nochmal über ein Dreadful Shadows Album. Nee, glaube nicht. Ja. Also ehrlich nicht. Nee, verstehe ich. Nee, würdest du nicht. Also, nee, okay. Nee, weil ich glaube, das ist einfach schwierig, weil das ist halt, also das letzte Album von uns kam 99 und... aber ich warte mal auf Tour jetzt vor 2-3 Jahren. Ja, auch letztes Jahr so, ja. Also. Aber das fühlt sich einfach doof an, also für mich. Das ist alte Musik, also altbackene Musik irgendwie. Ja. Das ist einfach so nicht mehr so, weiß ich nicht, das ist einfach altbacken. Das ist witzig, weil du machst den Kram, wir sind, glaube ich, ungefähr gleich alt, oder? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht so genau. Ich bin 21. Ah, nee, ich bin schon 25. Okay. Das ist witzig, weil du machst den Quatsch in dieser Szene schon viel länger als ich. Ja, wahrscheinlich, ja. 4 Jahre länger. Ja, wusstest du übrigens, ich habe Seraphin mal supportet. Echt? Mit einer Band namens Big Boy, da habe ich Gitarre gespielt. Ja, das weiß ich nicht. Weiß nicht, ihr wart irgendwie so ungefähr die Lieblingsband unserer Bookerin, glaube ich, damals von Katrin. Wo war denn das bisher? Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war. Nein, das war nicht Hamburg. Aber ich kann mich daran erinnern. Das war ein Laden, da war ich noch nie vorher und noch nie wieder nachher. Ja. Da haben wir euch supportet. Echt? Ja. Da war ich noch sehr verwirrt, dass ihr auf Deutsch und Englisch gesungen habt. Das habe ich zum ersten Mal so gedacht. Meine schlimmstenfalls gleichzeitig. Ja, das habe ich so überhaupt nicht verstanden. Ja. Also ehrlich gesagt, bevor ich das mit Seraphin angefangen habe, habe ich das noch nicht verstanden. Da dachte ich mal, Alter, entscheid dich halt. Türkisch? Ja, nee. Ich finde es auch immer noch komisch, wenn Songs zweisprachig sind, also wenn die irgendwie so, aber manchmal jetzt trotzdem gut, also es gibt immer noch... Also ja, es wird ja im Hip-Hop gern gemacht, ne? Da wird keine Ahnung, irgendwie auf Englisch gerappt und dann kommt irgendwie ein deutscher Refrain und so, finde ich auch mal verwirrend. Aber es gibt so einige Songs, da funktioniert das, mir fällt aber keiner ein gerade. Ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Allein vom Polarkreis, das fand ich, glaube ich... Das stimmt, das war echt gut. Wir haben teilweise irgendwas Englisches dabei gehabt. Ja. Das war gut. Ja, es funktioniert. So, Let's Play Pong, du bist dran. Wer hat dich zum Cello gebracht? Tatsächlich ich mich selber. Also es war, wann waren Sie, Entschuldigung? Ich 4, ich war 3. Du kommst mit 3 Jahren auf die Idee. Oh. Ja, nee, pass auf. Also man könnte jetzt sagen, böse Zungen können sagen, es waren meine Eltern, aber ich saß nur bei meiner Mutter auf dem Schoß. Es war kurz vor meinem 4. Geburtstag. Ich bin im Januar geboren und das war ein Weihnachtskonzert davor im Dezember. Da war ich 3. Da saß ich, Entschuldigung, bei meiner Mutter auf dem Schoß ja, und saß direkt vor dem Cellisten. Okay. Und bin nach Hause gekommen. Meine Schwester hat Geige gelernt und Klavier. Und ich bin dann zu meiner Mutter und habe gesagt, dieses Instrument, das ist so toll. Das will ich. Also ich habe es als Spielzeug gesehen. Ich will das haben. Ja. Habe mir die Geige von meiner Schwester genommen, zwischen die Knie gepackt und zersägt. Ja. Fand meine Schwester nicht so geil. Meine Eltern beide haben auch so ein bisschen Akustikgitarre gespielt, also keine ausgebildeten Musiker, sondern so ein bisschen
Beatles, Lala. Ne? Ich habe dann die genommen mit dem Geigenbogen von meiner Schwester, habe den dann auf den Gitarren von meinen Eltern zersägt, fand meine Schwester auch nicht gut. Und habe meine Eltern gesagt, ich will dieses Spielzeug haben. Und ich habe die genervt und habe kurz vor meinem 5. Geburtstag haben gesagt, okay, der Junge will das wirklich, wir sind keine Eltern, die den zwingen, der will das, der soll das lernen. Und dann habe ich ein Cello bekommen, es war ein 16. Cello, sind ja diese Größen, das ist etwas größer als eine Bratsche. Eine Bratsche ist eine Dieselgeige übrigens. Und habe dann gelernt. Und ich war so ein Typ, Kind, ich habe mich für 2 Sachen interessiert, meine ganze Jugend für Musik und Kampfsport. Das heißt, meine ganze Jugend bestand aus Cello üben und Kampfsport machen. Okay. Und später dann Mädchen. Brüste fand ich auch immer gut. Okay, gute Frage jetzt, wie ist denn das bei dir? Musikinstrumente, ich sehe dich immer nur singen. Spielst du irgendwas? Ja, ich habe eine klassische Gitarrenausbildung. So richtig für Elise und so. Ja, nee, aber ja, also schon so eine richtige Ausbildung. Und ich habe auch eine Klavierausbildung und Schlagzeug. Alles so um die 6 Jahre gemacht. Hast du es mal in Bands auch gespielt oder hast du immer nur gesungen? Ja, also Gitarre habe ich auch gespielt in Bands, wobei das natürlich was völlig anderes ist als das, was man halt beim klassischen Gitarrenunterricht lernt. Aber ja, klar. Klavier, weiß ich nicht, hilft mir immer noch beim Keyboard-Kram. Schlagzeug habe ich auch mal kurz gespielt, aber ich war einfach ein beschissener Drummer. Also ja, ich bin auch ein beschissener Drummer, aber ich spiele total gerne. Aber das hilft für Timing. Also insofern ist das gut irgendwie, wenn man mal irgendwas mit Timing aufnehmen muss. Ich bin so ein Typ, der, ich denke mir immer, alle fragen mich, ist doch voll geil, Sänger zu sein. Und ich denke mir immer, ich wäre eigentlich voll gern Drummer, weil es so geil ist. Drummer ist doch, naja gut, je nachdem, wie berühmt du bist. Ja, ne? wenn man so ein richtig geiler Drummer ist, diese Gewalt, ich finde das so geil, wenn so richtig gute Drummer... Wieso, wahrscheinlich bin ich dazu negativ, ich sehe immer nur das Aufbauen, Abbauen, im Proberaum die ganze Scheiße zusammenpacken. Okay, pass auf, ich mich furchtbar nervig. Ich erkläre dir mal kurz was. Dieses Glas ist halb leer oder halb voll. Es entspricht der Logik, dass ein Glas nicht halb leer sein kann. Leer ist 0, 0 kann man nicht teilen. Das heißt, ein Glas kann mathematisch gesehen nicht halb leer sein, es kann nur halb voll sein. Deshalb bin ich Optimist. Okay. Du bist dran. Nee, ich bin dran. Du bist dran. Scheiße! Aber, bist du überhaupt dran? Also, ich bin jetzt einfach mal dran. Jetzt muss ich mir tatsächlich irgendwas aus den Fingern saugen. Das ist diese Scheiße, wenn man so weit... Nee, ich habe wirklich eine Frage, die mich interessiert. Gibt es... ja, wirklich. Ich meine, ich finde dich voll uninteressant, aber eigentlich das ist alles fürs Geschäft. Ne? Genau. Nee, wirklich eine Frage. Gibt es ein Festivalerlebnis? Ich meine, du machst den Kram länger als ich. Wir sind zwar sicherlich ähnlich gleich alt, aber du machst den viel länger als ich. Gibt es ein Festivalerlebnis von diesen ganzen Mera Lunas dieser Welt, wo du sagst, das war das geilste Festival, was dich irgendwie so begeistert, erleuchtet, orgasmisch berührt hat? Also, das bezieht sich meistens, also es gibt so 2 Arten. Ne? Irgendwie das eine, was mit den eigenen Auftritten zu tun hat und das, was mit anderen Bands zu tun hat. Gibt's alles. Eigene Auftritte. Ja, eigene Auftritte. Egal welche Band von deinen 1000. Ja, gibt's, glaube ich, das war letztes Jahr vor 2 Jahren Solar Fake hier beim Amphi. Und da habt ihr direkt nach uns gespielt, oder? Das ist möglich, ja. Oder vor euch? Nee, nach uns. Ja. Und, also das war einfach der absolute Hammer, so das habe ich selten erlebt. Und Seraphin auf dem Mera Luna 2009 im Hangar. Das war phänomenal. Also das war das beste Konzert, das wir mit Seraphin jemals hatten. Ja, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das war aber Mera Luna ist absolut irgendwie magisch. Ja. Jetzt haben wir gerade gleichzeitig Wahnsinn, oder? Ist ja fast. Das ist so cool. Ja. So, du bist dran. Kannst du noch oder willst du aufhören? Nö, ich muss mal überlegen. Ich finde es eigentlich immer ganz lustig, halt zu erfahren, wie Leute zur Musik gekommen sind und so weiter und so fort. Aber ja, bei mir da haben wir jetzt einfach, da haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel. Hatte ich nie irgendein anderes Instrument noch, außer jetzt Schlagzeug, Gesang interessiert oder so? Also ich meine, musstest du auch so Klavier lernen? Und so nee, ich musste glücklicherweise gar nichts, weil meine Eltern mich da wirklich richtig supportet haben, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, Junge, mach was du willst. Ja, ich meine jetzt aber eher so von der Ausbildung her. Ach so. Da kriegt man ja meistens dann noch so, genau, dass du so Klavier als Pflicht noch dazu hast. Nee, so. also ich habe ja nicht Cello studiert. Ich habe quasi eine klassische Cello-Ausbildung im Sinne von Unterricht, aber ich habe ja nicht studiert. Das heißt, ich musste nicht ein Zweitinstrument lernen. Aber ich war immer schon sehr interessiert. Ich habe mit 10 angefangen, mir die Gitarren von meinen
Eltern zu schnappen. Das ist schon viel getrunken. Und ich habe bei meinen ersten Bands mich dann noch immer hinter das Schlagzeug gesetzt. Es gibt tatsächlich Instrumente, die ich gerne können würde. Das sind Blechblasinstrumente. Ich mag den Sound von so, diese Bassposaunen. Das klingt ja immer wie so eine Rechteckwelle. Dieses Das ist so brutal, wie so ein geiler Synthesizer. Das ist ja eigentlich, das würde ich, sowas da rausbringen zu können. Ich habe meine Trompete angesetzt und habe da so klägliche, furchtbare Laute rausgequietscht. Ja. So ein Blechblasinstrument wie eine Bassposaune oder eine Tuba zu spielen, fände ich mega gut. Echt, ja. Aber dafür bin ich, glaube ich, jetzt zu alt, um das zu lernen. Bei Filmen sind die immer zu eklig. Weil Ich musste mal, ich habe, als ich Schlagzeugunterricht hatte, musste ich in so einem Blasquartett als Schlagzeuger mitspielen. Boah, ich fand es so widerlich, irgendwie, die haben immer alle, also das waren allerdings Holzbläser, das waren so Klarinetten und Bogen und so weiter, und die haben immer diese Mundstücke dann in diesen Spucknäpfen, ich finde es widerlich. Das ist so widerlich. Aber der Sound von diesen, also Holzbläser mag ich auch nicht so, aber Blechbläser, Blechbläser ist nicht ganz so schlimm. Ich meine, so Hans Zimmer. Aber auch das, was da so alles rausläuft. Aber der Sound, ich meine, so Hans Zimmer Filmmusik ohne Hörner, das ist so Gladiator, ja, dann kommen die Hörner. Ich habe eine Frage. Hast du auch schwarze Oberteile? Ich sehe dich immer nur in weiß. Nee, ich habe ganz viel schwarze Was Oberteile. Ja. Schick mal ein Foto. Ich kann morgen eins anziehen. Echt? Ja. Ich habe den für der Bühne immer nur in weiß gesehen. Echt? Nee, ich hab eigentlich relativ häufig auch schwarz. Gut, dann habe ich schlecht recherchiert. Ja, total. Das ist mir total leid. Ja. Ist dran. Du bist ja nicht mehr Ecke. Ja. Komm, eine schaffen wir Schon noch. wieder ran. Mal überlegen. Bis ausgetrunken ist, ja? Na dann, viel Spaß. Du, ich habe heute schon 5 solche Interviews hinter mir, ich schaff das. Ja, bei so einem Festival, was findest du da am ätzendsten? Boah, gute Frage. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Du meinst bei so einem gut organisierten Festival? Ja, natürlich, bei so einem gut organisierten Video. Ganz einfach eigentlich. Ich finde am ätzendsten, dass bei diesem Changeover, der, keine Ahnung, 10 Minuten 20, 25 dauert, dass das zu kurz ist. Das heißt, der Monitormix, für euch das zu erklären, das, was der Musiker quasi hört, auf den Lautsprechern, die auf der Bühne stehen, oder im besten Fall die Stöpsel im Ohr, dass dafür nicht genug Zeit ist. Wenn man eine Headliner-Tour spielt, dann hast du deine 2 Stunden Soundcheck und du kannst immer wieder sagen, ich hätte gern 0, Gigaflöt, weniger irgendwas. Ja. Aber bei so einer Festivalshow nimmst du das, was du bekommst, und hast halt irgendwie so, du hörst alles so halbwegs. Das finde ich am ätzendsten. Okay. Das finde ich immer super anstrengend. Ja, Sven. Ich überlege gerade, ob ich noch eine sinnvolle Frage an dich habe. Wann gibt es denn das nächste Album? Um mal so eine Nein, die will ich tatsächlich gar nicht stellen. Was will ich denn noch von dir wissen? Macht ihr eigentlich auch mal richtig geile Musikvideos? Nee. Ja, das waren immer nur beschissene Musik. Nein, das Ding ist, ich frage deshalb, weil ich kenne von dir wenig Musikvideos. Ja. Und wir machen gern viel. Ich weiß, es ist Aufwand und teuer und so, aber... Ja. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, also ich habe eins, das ist quasi fertig, aber jetzt hat sich die Besetzung bei uns geändert. Und bei dann Solarfake jetzt? Ja, genau. Und da ist es jetzt einfach blöd, jetzt noch das Musikvideo mit dem alten Keyboarder rauszubringen, wenn der schon nicht mehr dabei ist. Das ist halt blöd, das liegt halt quasi fertig da und das ist ein bisschen doof. Habe aber schon das nächste Video gedreht. Da ist jetzt aber die Zeit, also eigentlich zu einem Song vom aktuellen Album, ist jetzt aber schon ein bisschen länger draußen, und jetzt schreibe ich, glaube ich, noch ein neues Lied für das Material, weil das Material ist der Hammer, wie ich finde. Und da schreibe ich jetzt einfach ein neues Lied zu. Und das wird dann einfach der nächste Clip. Dann komme ich als letztes mit noch einer Frage. Hast du mal Bock auf einen geilen Remix? Ja, immer. Dann würde ich gerne einen machen. Ja. So eine richtige geile Rock-Nummer. Sehr gerne. Ich mache das mal gern so, dass ich nur einen Gesang nehme. Ja. Und am besten das Original gar nicht höre, dass ich gar nicht weiß, was die Grundharmonien sind. Und quasi um die Harmonien selber mit Gerrit, der gerade filmt, was Neues basteln. Ja. Würde ich gerne machen. Das können wir ja vielleicht gleich für das neue Lied machen. Gerne. Oder so. Ja.
Wann soll das rauskommen? Ich habe es noch nicht geschrieben. Aber ich fange damit jetzt eigentlich ungefähr nach den... Ja, aber lass es machen, weil wir haben jetzt schon, keine Ahnung, in den letzten 2 Jahren 20 Remixes gemacht für irgendwie alle. Ich würde gerne mal einen für dich machen. Ja, sehr gerne. Gut. Freut mich. Cheers. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Geil. Tschüss.